Der Erschaffungsmythos. Am Anfang war nur die Leere, ein Meer aus Nichts. Dies war Sethys, ein Zustand des Nichts, der voller Mutationen war. In dieser chaotischen Masse entstand die Aurbis. Es war die Verschmelzung der beiden Zustände des Universums. Eine Verschmelzung aus Ist und Ist nicht, Licht und Dunkelheit, Anu und Padomai. Sie beinhaltete die Reiche Aetherios und Oblivion. Am Anfang war die Aurbis unbeständig, doch mit der Zeit entstanden die Et-Ada, die Urgeister. Die Et-Ada waren niemandem zugehörig. Sie wanderten zum Licht und zurück zur Dunkelheit, nur um die perfekte Mitte der beiden zu treffen und zu verschwinden. Die Et-Ada waren jung und machten viele Fehler. Sie hatten bisher nicht die Zeit gehabt zu lernen, was Sein bedeutet. Deshalb endeten die meisten Dinge ziemlich schnell wieder oder wurden nicht als gut genug befunden oder wurden einfach wieder aufgegeben. Doch Akatosh, einer der Et-Ada, fand heraus, wie dieser Prozess des ewigen Hin und Her überwunden werden konnte. Und so begann die Zeit. Bald war die Aurbis gefüllt mit Et-Ada und zwei Gruppen entstanden. Jene, die Anu folgten, weilten in Aetherios und die sich Padomai zusprachen, in Oblivion. Lorkhan, der sich Padomai zugesprochen hatte, jedoch den Zustand des Chaos, Sethys, bevorzugte, brachte zum ersten Mal das Konzept einer Welt hervor. Das Konzept, Mutter und Vater zu sein, verantwortlich zu sein und große Aufopferung zu machen, ohne die Garantie auf Erfolg. Alle Et-Ada hörten ihm zu und wieder einmal spalteten sie sich in zwei Fraktionen. Eine Fraktion war entzückt ob seiner Idee und machte sich sofort ans Werk, diese umzusetzen. Magnus, der Et-Ada der Magie, war der Architekt bei der Erschaffung der Welt und Kynareth, die Et-Ada der Luft, lieferte Raum im Nichts für die Welt. Akatosh, Ifre, Zenithar, Julianos und viele andere waren Teil dieser Fraktion, die nun als die Aethra bekannt ist. Die andere Fraktion, die Et-Ada, die nicht an der Entstehung der Welt beteiligt sein wollten, sind nun bekannt als Daedra. Damit entstand das sterbliche Reich, genannt Mundus. Doch die Erschaffung von Mundus hatte den Aethra viel abverlangt. Sie waren nicht mehr jung und mächtig und viele starben und verschwanden für immer. Die zurückgebliebenen Aethra erkannten, dass sie ausgetrickst worden waren. Magnus entschied, Mundus zurückzulassen und ging zurück nach Aetherios. Die restlichen Aethra sammelten sich auf Akatoshs Wunsch hin im neu gebauten Adamantitturm. Hier sollte entschieden werden, was mit Lorkhan geschehen sollte, welcher sie dazu gebracht hatte, den Mundus zu erschaffen und damit auf das Äußerste geschwächt hatte. Die meisten Aethra gingen zurück nach Aetherios. Einige wenige jedoch entschieden, ihr Werk weiterzuführen und blieben auf Mundus. Diese Gruppe wurde zu den Elnofey, den Urelfen. Ufre war die erste der Elnofey und mit ihr wurden die Gesetze der Natur errichtet. Die 8 restlichen Aethra, Akatosh, Julianos, Akai, Mara, Dibela, Zenithar, Stenda und Kynareth sollten zu den heutigen Göttern werden. Zwar hatten sich die Aethra aufgespalten, doch hielt Akatosh an seiner Entscheidung fest, Lorkhan müsse bestraft werden. So brach ein großer Krieg zwischen Akatosh und Lorkhan aus, der seinen Höhepunkt erreichte, als Trinimag, Akatoshs mächtigster Ritter, Lorkhan niederstreckte und sein Herz herausriss. Lorkhan schien tot zu sein, doch als Akatosh und Trinimag sein Herz zerstören wollten, lachte es und sagte: Dies ist das Herz der Welt, denn das eine wurde gemacht, um das andere zufriedenzustellen. Und so befestigte Akatosh das Herz an einem Pfeil und schoss es aus dem Adamantitturm. Das Herz landete im nordöstlichen Teil von Tamriel und ein großer Vulkan formte sich. Ein Vulkan, der heutzutage als Vvardenfell bekannt ist.
Die Daedra indes, immer noch jung und stark, erschufen ihr eigenes Reich in Oblivion mit all seinen Bewohnern, den unteren Daedra. Die Daedra waren zufrieden mit ihrer Kreation, aber dann und wann blickten sie auf die sterblichen Reiche und waren neidisch. Sie fanden die unvorhersehbaren Ambitionen und Passionen der sterblichen Völker unterhaltsam. Sie begannen damit, Sterbliche zu verführen, gerade die Starken und die Mächtigen, und fanden Gefallen daran, die Schöpfung der Aedra zu korrumpieren. Mundus war nun auf sich alleine gestellt. Mit dem Verlassen der Aedra von Mundus endet die Erschaffungsära.